Viele Menschen glauben ja, weil es in den Medien oft so transportiert wird, fälschlicherweise, dass eine moderne Gesellschaft, moderne Städte, modernes Leben zwanghaft die Ressourcen des Planeten ausbeuten muss. Und das ist natürlich eine unglaubliche Unwahrheit und eine fatale Fehleinschätzung. Wir sind in den Bergen von Österreich bei Erwin Thoma angekommen, einem Visionär und Erfinder, der sich auf dem Holzweg befindet. Danke für deine Mühe, dass du mit dem Fahrrad hergekommen bist. Sehr schön. Bitte, 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 versuche nicht die Welt zu verändern, sondern verändere dich. Schau auf die. Das ist die Welt, die du verändern kannst. Mach das, was du kannst. Ich habe als ganz kleiner Förster gesehen, wie meine Kinder krank wurden, weil wir das als junge Eltern nicht gewusst haben. Und es gab in dem Haus, wo nach einer Übersiedelung und nach einem Umzug Spanplatten die Gase, Giftgase aus dem verleimten Holz ausgegast haben. Und die Kinder haben Atemprobleme bekommen. Dann habe ich gesagt, was kann ich machen? Und da gab es den Großvater noch in der Familie, der hat gesagt, reiß mal das Klumpert aus, wenn die Kinder krank sind. Und wir haben es ganz einfach mit unseren Möglichkeiten mit Massivholz ersetzt, die Fußböden und Kinderzimmermöbel. Und die wurden gesund. Und daraus hat sich der nächste Schritt entwickelt, eine Firma zu bauen, die Holz gesund verarbeitet. Und dann kam der nächste Schritt, größere Häuser bauen. Und dann kam der nächste Schritt, dass man gesagt hat, das ist nicht bewiesen, was ihr macht. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir eine Forschungsabteilung. Dann habe ich die ersten Wissenschaftler eingestellt. Dann habe ich die ersten großen Holzhotels in Europa gebaut. Und so hat sich das Schritt für Schritt ergeben. Aber das ist nicht damit losgegangen, dass ich gesagt habe, ich werde die Welt verändern. Sondern es ist losgegangen, dass ich gesagt habe, was kann ich bei mir verändern? Und das waren damals die Spanplatten, die wir rausgerissen haben. Ich sage, auf diesen Müll der Industrie setze ich nicht mehr, ich mache es selbst anders. Man muss sich vorstellen, die Bauwirtschaft der Menschen auf Erden ist für mehr als die Hälfte der gesamten Materialbewegung der Menschheit verantwortlich. Und da ist meine Vision, dass wir Städte bauen wie der Wald und Häuser wie ein Baum. Vom nachwachsenden Holz können wir Häuser bauen, die sich selbst heizen und kühlen. Dass die Häuser energieautark sind. Oh, jetzt hat der Hund die zweite Kamera umgehauen. Ronja, pfui! Pfui! Also wir können, wenn wir diese Intelligenz, die ja in der Natur allgegenwärtig ist, wenn wir die in unser modernes Leben einbauen, kann man diese Fragen, die heute oft so als unlösbar bezeichnet werden, eigentlich leicht lösen. Das Schwierige ist, die Haltung des Menschen zu verändern. Das ist viel schwieriger. Wir haben kein technisches Problem. Überhaupt nicht. Wir haben alle Lösungstechnologie in den Schubladen. Wir haben ein Haltungsproblem. Das haben wir. Wir müssen unsere Haltung ändern. Wir müssen unsere Verbindung zur Natur wieder entdecken. Wir müssen uns wieder ins Bewusstsein und vor allem ins Herz holen, dass es nicht so ist, dass ich isoliert bin und der Baum da mit mir nichts zu tun hat. Wir müssen begreifen, dass alles Leben ständig miteinander interagiert und dass alles Leben ständig verbunden ist. Der Wald hat sehr viel mit unserer Herkunft als Homo sapiens, als menschliches Wesen zu tun. Es waren immer Bäume, die uns das Leben ermöglicht haben. Der Wald hat uns immer positiv begleitet, behütet, bewahrt. Wer mit seinen Wurzeln verbunden ist, ist gestärkt. Es ist eine Kraftquelle. Und deshalb ist es auch eine Kraftquelle, wenn ich mit Holz baue.
Etwas tun gibt Kraft. Zu sagen, was kann ich tun, das stärkt. In die Kraft gehen und sich selbst verändern. Das verändert die Welt, ganz sicher.